Sieht dein Fahren gerade eher so aus? Das ist schade, weil schlechtes Fahren raubt dir den Spaß, den Inlineskaten eigentlich bringen sollte. Aber das muss so nicht sein. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Inlineskating-Fähigkeiten schnell verbessern kannst, dein Verletzungsrisiko minimierst und mit bewährten Techniken dein Ergebnis optimierst. Und das Beste daran ist, jeder kann diese Techniken anwenden. Du fragst dich bestimmt auch, wie ich das Ganze in nur 7 Minuten erklären will. Ich habe mittlerweile hunderte Stunden auf den Skates verbracht und habe für dich die 3 wichtigsten Aspekte rausgesucht, die dir dabei helfen, Inlineskaten besser zu verstehen und im besten Fall dein Leben verändern werden. Hast du schon mal dein Leben an deinen Augen vorbeiziehen sehen? Mir ist das Ganze schon passiert, weil ich den wichtigsten Aspekt nicht beachtet habe. Stell dir vor, du fährst fröhlich am Bürgersteig entlang, spürst den Fahrtwind und die Sonne im Gesicht und plötzlich, bam, verlieren deine Rollen einfach auf den Kieselstein den Grip. Du rutschst den ganzen Boden entlang und merkst im letzten Moment, dass du fast auf die Straße schlitterst. Genau diese Situation hat mir gezeigt, wie entscheidend ein sicherer Untergrund sein kann. Bei Kieselsteinen oder Rissen im Asphalt kannst du blitzschnell die Kontrolle verlieren. Deswegen such dir zu Beginn am besten einen weiten, ebenen Platz, ohne viel Verkehr und Hindernisse. Einen großen Parkplatz oder eine Fläche im Park. So hast du genügend Raum, um deine Technik zu üben und vermeidest unnötige Stürze. Und falls es doch mal brenzlig wird, ist die richtige Schutzausrüstung unverzichtbar. Was du dabei genau beachten musst, schauen wir uns gleich genauer an. Okay, du willst durchstarten, aber deine Füße schmerzen bei jeder Bewegung. Dazu rutscht dein Kniepad ständig weg oder dein Helm drückt so sehr, dass dir bald der Kopf schwirrt. Statt Spaß beim Skaten herrscht einfach nur Frust und das Verletzungsrisiko steigt, weil die Ausrüstung einfach nicht passt. Genau das habe ich selbst erlebt und dabei gelernt, ohne das richtige Equipment verlierst du nicht nur an Geschwindigkeit, sondern gefährdest auch deine Sicherheit. Schauen wir uns zunächst das Wichtige für deine Skates an, bevor wir zu den wichtigsten Equipment für deine Sicherheit kommen. Von Speed Skates über Street Skates bis hin zu Nordic Skates gibt es wirklich alles Mögliche. Aber ich würde dir einfach raten, so wie ich zu machen. Das hier waren meine ersten Skates. Ein Schnapper vom Discounter für knapp 30 € und ganz ehrlich, für den Anfang haben sie mir absolut gereicht. Ich konnte mich in Ruhe ans Fahren gewöhnen und musste nicht gleich ein Vermögen dafür ausgeben. Doch als ich dann regelmäßiger fahren wollte und meine Skills verbessern wollte, merkte ich schnell, die Inline-Skates vom Discounter waren nicht wirklich stabil. Und die Rollen nutzen sich schnell ab. Mit meinen neuen Skates habe ich viel mehr Kontrolle, bin schneller und habe viel weniger Beschwerden in den Füßen. Ein fester Sitz und hochwertige Rollen machen also einen riesen Unterschied. Deswegen mein Tipp: günstige Skates sind super, um erstmal reinzuschnuppern. Wenn du aber weißt, dass du öfter fahren willst, lohnt es sich direkt in stabile Modelle zu investieren. Am besten mit einer harten Schale. Damit hast du noch viel mehr Halt und viel mehr Spaß. Es gibt oft auch Sportshops oder Events in deiner Nähe, wo du einfach mal Skates ausleihen kannst und diese ausprobieren kannst. Ich habe dir unten auch eine Liste zusammengeschrieben. Informier dich da am besten mal, was es bei dir so in der Nähe gibt. Noch wichtiger als die richtigen Skates ist aber die passende Schutzausrüstung. Ich habe das schmerzhaft gelernt, als ich mir den Fuß verletzt habe. Plötzlich brachten mir meine super coolen Skates rein gar nichts mehr. Denn wenn du vor lauter Schmerzen wochenlang nicht fahren kannst, spielt es keine Rolle, wie gut oder wie teuer deine Inliners sind. Deswegen als Anfänger ohne Helm, Ellbogen, Handschützer und Knieschützer geht rein gar nichts. Nur so bist du sicher und kannst deine Skates auch richtig genießen. Mit guten Skates und Schutzausrüstung bestens ausgerüstet dachte ich, hey, mir kann nichts mehr passieren, bis ich in der Kurve unsanft auf dem Boden landete. Da wurde mir klar, selbst das beste Equipment nutzt dir nichts, wenn du die Basics nicht beherrschst. Wie schnüre ich meine Skates richtig? Wie komme ich vom Boden hoch? Wie halte ich die Balance und bremse, ohne in den Strauch hinzugeraten? Und genau darum geht es jetzt. Ich zeige dir Schritt für Schritt die wichtigsten Techniken, damit du bald nicht nur sicherer, sondern auch mit viel mehr Spaß auf den Rollen unterwegs bist. Denn alles, was wir bisher besprochen haben, hilft dir wenig, wenn du nicht vom Boden hochkommst. Und da fängt es an, beim richtigen Binden deiner Skates. Achte darauf, dass deine Skates fest geschnürt sind und die Schnallen in der richtigen Reihenfolge geschlossen sind, damit nichts locker sitzt oder sich verheddert. Sicher aufstehen funktioniert am besten Schritt für Schritt. Erst gehst du auf die Knie, stützt dich an einem Bein ab oder ziehst dich an etwas hoch und drückst dich langsam hoch. Das kann etwas wackelig sein, vor allem beim ersten Mal. Wenn du dir unsicher bist, such dir ein Gelände oder probier es auf einer Rasenfläche, denn da rollen deine Skates nicht weg und du hast mehr Halt.
Wichtig, bleib aber in dieser Art Skate-Hocke, denn wer sich früh aufrichtet, riskiert, dass die Skates wegrutschen und du nach hinten wegfällst. Halt deine Hände am besten an den Knien, so hast du viel mehr Gleichgewicht. Jetzt kannst du schon mal sicher stehen, aber wie bewegst du dich fort? Achte darauf, dass deine Beine nicht plötzlich auseinanderdriften. Sollte das doch mal passieren, step sie einfach wieder zusammen. Eine prima Übung sind V-Schritte. Stell deine Skates in V-Form auf, denn dadurch blockieren sie sich gegenseitig leicht. Du rollst nicht unkontrolliert weg. Gerade auf abschüssigem Boden fangen die Rollen gerne an zu rollen, also bleib aufmerksam. Mit den V-Schritten kannst du auch trainieren, länger auf einem Fuß zu stehen und dich seitlich abzustoßen, statt wie beim Laufen einfach nur geradeaus zu gehen. Ein wichtiger Punkt beim Skaten ist natürlich auch das Stehenbleiben, das Bremsen. Die einfachste Methode dafür ist die Fersenbremse. Du hebst die Fußspitze des bremsenden Fußes leicht an und drückst die Ferse in den Boden. Es ist nicht die effizienteste Bremse, aber für den Anfang super. Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du auch den T-Stop ausprobieren. Dabei ziehst du ein Bein im 90-Grad-Winkel hinterher, sodass die Rollen quer zur Fahrtrichtung sind. Achte dabei auch besonders auf deine Position und die Balance. Denn wenn du die Rollen nicht mittig platzierst, drehst du dich. Und ja, was ist mit Kurven? Hier stößt du dich vor allem mit deinem äußeren Fuß ab, während der innere Fuß die Kurve vorgibt. Wo du deinen Blick auch hinlenkst, dahin folgt dein Körper. Also Blick in die Kurve, in die Hocke und ab geht's. Glückwunsch, du weißt jetzt schon mal extrem viel übers Inlineskating und hast die Basics drauf. Aber Achtung, selbst mit diesem Wissen tappen viele Anfänger in 3 richtig fiese Fallen. Welche das sind und wie du diese vermeiden kannst, die findest du in diesem Video.